Cosi und Jo reisten durch Lateinamerika, um die besten Surfspots und das leckerste lokale Essen zu finden. Ihr Reisekochbuch steht kurz vor der Fertigstellung. Um es endgültig abschließen zu können, stellen sie Fotos am Elbstrand nach. Wahrscheinlich würden viele Leute das als chaotisch bezeichnen, wie wir das produzieren. Und wahrscheinlich haben die damit auch recht. Abbautermin für die Goldeimer-Crew. Am Tag nach dem Hurricane Festival müssen die Komposttoiletten bei strömenden Regen demontiert werden. Egal ob fit oder nicht. Die Zeit hat jetzt auch etwas an Kräften gezerrt und wir sind jetzt alle ein bisschen natürlich nicht mehr ganz so frisch. Gerd Hartmann, Jahrgang 82, BWL-Studium, hatte 2012 eine zündende Idee. Bence Ceresch, Jahrgang 88, studierter Maschinenbauer, stieg mit ein. Gerd Hartmann gründete vor 3 Jahren sein Start-up-Unternehmen Pizza Innovazione. Eine Idee, die aus der Not entstanden war. Also Pizza Innovazione ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee gewesen. Ich hatte damals an der Hochschule München ein Fach belegt, wo wir eine Geschäftsidee entwickeln sollten, dafür eine Note bekommen sollten. Und eine Woche zuvor habe ich mir eine Pizza bestellt, eine kalte, lapprige, lauwarme Pizza. Und da kam mir dann die Idee, man müsste eigentlich den Pizzaofen zu dem Gast nach Hause bringen und die Pizza auf dem Weg backen. Und so verrückt, wie sich das angehört hat, hat mich auch keiner für ernst genommen aus diesem Grund. Und trotzdem hat es Fahrt aufgenommen. Ich habe Unterstützung bekommen an der Hochschule München, habe Mitstreiter gefunden und dann haben wir unser erstes Unternehmen gegründet. Die Unternehmensidee hatte nichts mit ihrer Ausbildung zu tun. Peu à peu mussten Gerd und Bence sich in das neue Geschäftsmodell hineinfinden. Wie viel Mehl haben wir noch? 10 Kilo haben wir noch ungefähr. Das Pizzahandwerk habe ich dann in Italien erlernt. Ein Freund von mir, ein Erasmus-Freund, hat mich eingeladen zu seiner Familie in seine Pizzeria. Strada ist ein kleines Dörfchen bei Florenz. Und ja, da bin ich dann runtergefahren mit dem Zug und der Pizzabäcker hat mir alles gezeigt. Also vom Teig anrühren, über die Zutaten, über das Pizza belegen, in den Ofen schieben, herausholen, schneiden. Alles, was dazugehört zu einer guten italienischen Pizza. Neben den Rezepten spielt auch die Logistik eine wichtige Rolle. Das sind hauptsächlich Erfahrungswerte. Das bedeutet, am Anfang waren wir immer auf der sicheren Seite und haben ein bisschen mehr mitgenommen lieber, damit uns vor Ort die Zutaten nicht ausgehen. Und mit der Zeit entwickelt man ein Gefühl, beziehungsweise man kann auch Tabellen erstellen, man kann das wirklich festhalten und dann einfach auf diese Werte zurückgreifen und dann in Zukunft die Events besser planen. Also das ist machbar, ja. Ihre akademische Ausbildung kommt Ihnen bei der Planung der Events zugute. Grundsätzlich haben wir 10 italienische Pizzaklassiker. Das beinhaltet ungefähr 15 bis 20 Zutaten, inklusive Tomatensauce, Käse, Gemüse und Fleisch. Es ist wichtig zu überprüfen, wie die Konsistenz ist von dem Teig, dass es nicht zu trocken ist, nicht zu nass. Und das sieht man mit einem Augenschein oder auch indem man es eben anfasst. Und da lässt sich dann schon abschätzen, wie der Teig wird. Der ist jetzt noch viel zu trocken, deswegen muss ich weiter rühren und noch ein bisschen Wasser ranschütten. Gerade heute muss der Teig so trocken sein. Unsere Rezepte, die halten wir immer möglichst genau ein, weil wenn sich mal ein Fehler einschleicht, kann man das sonst nicht korrigieren. Und es sind auch wirklich alle bei uns angehalten, nach diesen Rezepten vorzugehen, weil sonst haben wir an 7 Tagen in der Woche 7 verschiedene Pizzateige. Und das wollen wir unseren Kunden nicht antun. In das fachfremde Handwerk hat sich Bence Ceresch akribisch und mit Leidenschaft eingearbeitet. Das Pizzahandwerk an sich hat mir Gerd beigebracht, aber ich habe davor Erfahrungen in der Gastronomie sammeln können, indem ich mein Studium als Barkeeper finanziert habe mit Nebenjobs
Und so konnte ich bereits im Vorfeld schon einen Einblick hinter die Kulissen der Gastronomie werfen. Er hat mir von seiner Idee erzählt und ich war von Anfang an so begeistert, dass ich unbedingt mitmachen wollte. Und er hat wahrscheinlich diese Begeisterung erkannt und hat mich dann sofort ins Team geholt. Anita! Ey, warte, hast du letzte Tiger da drüber gemacht? Bisschen über die Beilagen? Achso, nee. Schwimmt dann, ne? Für Thomas Kosikowski und Johannes Riffelmacher, alias Salt and Silver, haben sich in den vergangenen Monaten die Ereignisse überschlagen. Sie schmissen ihre Jobs, um das zu tun, was sie am liebsten machen: Reisen, surfen und kochen. Sie dokumentieren ihre Reise mit der Kamera und vermarkten ihre Erkenntnisse und Erlebnisse in einem Buch. Outfit und Tattoos runden das Image ab. Bist du bereit? Ich bin nicht sicher, aber mach's einfach. Es tut echt weh. Ohne Okay. Scheiß, gerade die Stelle. Oh, fuck. Zurück in Deutschland versuchen sie sich mit Catering zu etablieren. Fand ich auch cool, dass sie gleich so uns halt auch als Geschäftspartner ernst genommen haben, weil wir kommen ja jetzt gerade nicht unbedingt wahnsinnig professionell daher. Eine Vernissage ist ihr erster Auftrag. Fingerfood für 70 Gäste. Als der Tisch einmal so eingedeckt war, dann sieht man so die Früchte von so einem Tag Arbeit. So. Das war richtig gut. Mussten die zwei noch vor wenigen Wochen in ihrer WG-Küche improvisieren, hat sich überraschend alles gebessert. Cosi erntet frischen, selbstgesäten Koriander. Nee, das ist unser eigener. Den haben wir hier im Hinterhof vom kleinen Vieh angelegt. Zum einen aus Dekorationszwecken, zum anderen, weil selber angebauter Koriander natürlich billiger ist als gekaufter. Und ich behaupte auch, gerade wenn er frisch am Blühen ist, wie jetzt, dann schmeckt er besser. Das kleine Vieh ist eine Bar auf Hamburg St. Pauli. Die Profiküche im Basement des Hauses dürfen Cosi und Jo kostenlos nutzen. Einmal in der Woche servieren sie hier Ceviche, in Limettensaft kalt gegarten rohen Fisch. Eine Spezialität aus Peru. Ihr Ruf eilt ihnen schon bis Berlin voraus. Dort hat Simon, der in der Hauptstadt ein peruanisches Restaurant betreibt, von Cosi und Jo gehört und ist nach Hamburg gefahren, um sie persönlich kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten. Cosi ist durch die regelmäßige Arbeit in der Küche schon sehr viel schneller geworden. Ja, die Übung macht's, ne? Ist auch beim Zwiebeln schneiden diverse Skills dazugekommen, gerade heute, wo wir von Simon aus Berlin Besuch haben. Der hat mir ein paar Kniffe beigebracht. So trennt sich halt die Spreu vom Weizen, wenn es darum geht, ausgebildeter Koch zu sein und Hobbykoch zu sein, ne? Ja, Simon hat das halt ein bisschen besser drauf als wir schon. Da haben wir auf jeden Fall noch eine Menge lernen. Aber ja, geht auch so. Wir lernen dazu. Einmal in der Woche verkaufen sie nun im kleinen Vieh diese Spezialität. Chilis reichen, oder? Ja, ich habe gerade noch 2 volle Packungen gefunden und nochmal 2 von letztem Mal. Ey, die Leche de Tigre fürs Klassiko ist auch echt scharf. Hast du guten Pommes, oder was? Ja, da ist der Derbe für Rocotto drin. So viel muss man da nicht mehr mit reinpacken, auf jeden Die Fall. Leute ein bisschen fordern. Das ist schon okay. Ja, absolut. Wer Klassiko bestellt, muss sich auch im Klaren sein. Das ist klassisch. Wir haben uns so ein bisschen etabliert mittlerweile als so die einzige echte Cevicheria in Hamburg. Ceviche gibt es zwar in Hamburg, aber eher in Restaurants der oberen Preisklasse. Und wir sind so die einzigen, die das so schnell von der Hand gemacht, zack, vor den Leuten. Also wir bereiten das oben in unserer Showküche zu. Streetfood-Style halt. Streetfood-Style, genau. Und bieten das auch zu einem Streetfood-Preis an. Und ja, wir haben uns, also das war der Plan von Anfang an, weil wir gewusst haben, dass es Ceviche in Hamburg halt noch nicht so gibt. In dieser Form. Und dass es den Leuten schmeckt. So. Haben es so ein paar Mal ausprobiert und die Leute waren alle begeistert und haben gesagt, okay, scheiß drauf. Jetzt machen wir jeden Donnerstag im Kleinvieh
Ceviche bis zum Geht nicht mehr, damit die Leute direkt raffen, alles klar, wenn ich Ceviche essen will in Hamburg, gehe ich Donnerstag zu den Jungs von Salt & Silver ins Kleine Vieh. So, und das hat bis jetzt ganz gut geklappt. Ambiente und Publikum passen zu den beiden Selfmade-Köchen. In der Bar liegen auch Exemplare ihres Reisekochbuchs aus, für das sie erst wenige Wochen zuvor die letzten Fotos am Elbstrand nachschießen mussten. Der Elbstrand. Wenig erinnert hier an südamerikanische Gestade. Und doch wollen Joe und Cosi ausgerechnet hier 2 Motive nachfotografieren, die sie auf ihrer Reise nicht bekommen haben. Ja, hier so. Hier, oder? So noch, wo noch Sonne ist. Hier ist halt ein bisschen windgeschützt, weil ich glaube, da lässt uns alles weg. Hier geht's am ersten noch so. Wir machen jetzt erstmal hier ein kleines Feuer und müssen das ein bisschen brennen lassen, ein bisschen so nach irgendwie, keine Ahnung, Nicaragua am Strand soll das aussehen. Und deswegen müssen wir auch gucken, dass wir von den Fotos nicht so viel von dem Hintergrund mit der Elbe drauf bekommen. Oder ehrlich gesagt einfach nur so den Sand von oben mit dem Feuer. Und darauf werden wir dann gleich so einen Kaffee kochen und so einen Surfwachs selber machen. Und das sind so die letzten beiden Fotos, die wir fürs Buch brauchen, die wir eben damals nicht mitbekommen haben. Ja. Das letzte Mal, als wir den Kaffee durch eine Socke abgeseit haben, waren wir irgendwo in Nicaragua, so völlig abseits von jeglicher Zivilisation. Alle Akkus leer, keine Kaffeefilter oder irgendwas. Wir hatten halt nur so ein bisschen scheiß Kaffee und halt unsere Gewürzkiste. Und dann haben wir halt den Kaffee durch eine Socke abgeseit, notgedrückt oder was, weil wir nichts anderes hatten. Und dann dachten wir uns so, ja, eigentlich ist das ein ganz geiler Survival-Tipp so für den nächsten Surftrip. Selfmade Kaffeefilter. Ja. Die Socken waren gewaschen, ja. Also war es die ganze Zeit auf der Reise. Es war immer zu windig oder zu dunkel oder der Akku war leer. Deswegen, ja. Muss so gehen. Mich schockt das nimmer. Eine Genehmigung für ihr spontanes Shooting haben sie nicht beantragt. Die 2 vertrauen wie immer auf ihr Glück. Ja, Lochgraben hilft immer so ein bisschen beim Feuer am Strand, damit der Wind nicht so krass reinballert. Ein Lagerfeuer am Strand zu entfachen, damit haben die beiden Surfer reichlich Erfahrung. Wir machen jetzt einen Surfwachs. Surfwachs braucht man dazu, um das Brett einzureiben, um darauf praktisch mit der Brust beim Paddeln zu kleben und damit man beim Surfen eben Grip hat. Wir brauchen 200 Gramm Bienenwachs auf 50 Gramm Kokosöl. Okay. Ich würde mal sagen, 95% von dem Material im Buch haben wir selber fotografiert. Und jetzt im nachträglich noch ein paar Sachen gemacht. Und auch unterwegs haben wir so ein paar Bilder von Surfspots oder so, wie wir keine guten Wellen hatten, haben wir dann halt von Freunden bekommen, die dort auch waren oder so. Aber eigentlich haben wir so gut wie alles selbst produziert. Den Vertrag für ihr Buch hatten sie schon vor ihrer Reise in der Tasche. Wir haben auf der Reise schon Sachen geplant, also Sachen, die wir shooten wollten, zum Beispiel die Gerichte und so weiter. Allerdings klappt das mit den Plänen in Südamerika meistens sowieso nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und die besten Fotos sind spontan entstanden, ist einfach so. Da es in ihrem Buch nicht nur ums Essen, sondern auch ums Surfen geht, haben Jo und Cosi auch praktische Anleitungen für Surf-Dudes. Jo weiß sogar noch ganz genau, woher das Rezept stammt. Santa Madre Surf Shop in San Pancho am Pazifik. Und die haben uns gezeigt, wie die ihr eigenes Surfwachs machen. Der Vorteil daran ist halt, du weißt ganz genau, was drin ist. Ist halt alles biologisch abbaubar, nur natürliche Bestandteile. Ist halt geiler, als sich für 3 € irgendwie so industriell gefertigtes Surfwachs aus sonst wo zu kaufen. Dann ziehe ich jetzt mal meine Jacke aus und dann machst du Fotos und ich mach den Kaffee, oder? Ja.
Als nächstes wird der Café de Olla in Szene gesetzt. Ja, egal, ist egal, alles in der fürs Foto Socke. passt das. Bleibt auch alles in der Socke. Ja. Ich will ihn zumindest dann mal probieren, ob er nach Waschmittel schmeckt oder nicht. Ja. Orangenschale, Zimt und andere Gewürze geben dem Café de Olla die besondere Note. Serviert wird er stilecht in einem Tongefäß. Die Mexikaner, wenn sie richtigen Café de Olla machen, machen den halt in den Topf und gießen den danach ab. Ja. Kopf wie gesprungen. Eigentlich Kopf wie gesprungen. Ich glaube. Mega gut geworden. Viel besser als ich dachte. Oh. Ja, da muss man die oberste Schicht wahrscheinlich. Nee, okay, man stürzt es sowieso zum Fotografieren. Das ist schon hart. Schon ganz gut hart. Also noch nicht so, dass man es rausnehmen kann, wahrscheinlich unten. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall nicht mehr weich. Das Surfwachs ziert sich, aber Cosi und Jo werden auch dieses Foto noch bekommen. Wahrscheinlich würden viele Leute das als chaotisch bezeichnen, wie wir das produzieren. Und wahrscheinlich haben die damit auch recht, aber das ist Teil davon. Das war von Anfang an Teil davon, so diese Spontanität und die Dinge einfach so geschehen zu lassen und damit zu arbeiten, was sich halt ergibt und was passiert so. Das war das Konzept hinter der Reise, hinter dem Projekt und hinter dem Buch und deswegen haben wir da auch kein Problem damit, das halt einfach so weiterzumachen. Siehst du das? Ich glaube, das ist der Topf gewesen. Zurück in ihrer Wohnung wird das Ergebnis des Elbstrand-Shootings eingehend begutachtet. Wie eigentlich immer ist Jo mit dem Ergebnis seiner Arbeit sehr zufrieden. Wenn du aber im Studio versuchen willst, mit noch so viel technischem Equipment und geilen, speziell dafür hergestellten alten Vintage-Brettern versuchst, so eine Situation herzustellen, kauft dir nie jemand 100% ab. Es sieht immer halt aus nach dem, was es ist. Nämlich, du hast halt im Hintergrund die eine Holzplatte gestellt und das Essen auf die andere. So, das kriegt zwar schon den Flavor, so, man kommt nahe ran, aber es ist nicht dasselbe, wie wenn du einfach hingehst und dann liegt da halt das blöde Stöckle rum, ob du das willst oder nicht. Das Ergebnis ihrer Arbeit lässt sich in aller Ruhe betrachten. Seit Juni 2015 ist Reisen, Surfen, Kochen auf dem Markt. Doch das ist noch nicht das Ende ihrer Ambitionen. Wenn wir dann jetzt im nächsten Schritt dann noch mal eins größer werden, also das ist ja der Plan, wir wollen ja nicht ewig irgendwie selber nur ein bisschen was machen und so kleine Kröten verdienen, sondern wir wollen ja richtig was draus machen. Also jetzt haben wir eine schöne Basis geschaffen, haben die Marke ordentlich an den Start bekommen und jetzt geht es halt darum, das weiterzuentwickeln. Und? Mhm. Bisschen mehr der Chili Tigre. Ja, frag mal Simon, was er sagt. Ich glaube auch mehr Limette, auf jeden Fall mehr Limette. In der südamerikanischen Küche sind Cosi und Jo inzwischen so zu Hause, dass sie sich nicht einmal vor dem Urteil eines Peruaners fürchten müssen. Simon schmeckt die Ceviche und auch ihre Konsistenz scheint in Ordnung. An die professionell ausgestattete Arbeitsküche im Keller des kleinen Vieh kamen die Freunde durch eine glückliche Fügung. Wie immer. Wie die Jungfrau zum Kinde. Ein Freund von uns, der Philipp Schulz, hat hier den Laden aufgemacht, das kleine Vieh. Und das ist eine Cocktailbar in erster Linie. Und hier war halt so eine Gastroküche unten, so ganz spärlich. Und wir haben dann halt so ein paar Sachen dazu gekauft und natürlich Geschirr und diverse Kochutensilien wie Töpfe, die jetzt fast alle in Verwendung sind. Eine Musikanlage, damit hier unten Musik ist. Und ja, im Endeffekt war die Infrastruktur schon vorhanden. Wir haben sie nur ausgebaut und haben dann eben oben die Showküche mit reingebaut. Das ist, was übrig bleibt, wenn 65.000 Menschen 4 Tage lang ausgelassen feiern. Auch die Goldeimer-Crew ist müde, aber zufrieden. Ihre Komposttoiletten wurden gut frequentiert. Kurze Manöverkritik, bevor es an den Abbau geht.
Was auch tierisch geil wäre, wäre jetzt einmal aufschreiben, was kaputt ist. So, damit man wenigstens weiß, was man noch zu tun hat und nicht am Block, wenn man anschließt und in einer halben Stunde öffnen will, merkt, oh, hier fehlt noch. Hier ist noch 2 Muffen abgefallen und so. Ja. Und dann auch einfach das nach Camps sortieren, würde ich machen. Und vielleicht bei den Drainagen noch mal kurz in Tape ran und Camp 1, 2, 3 draufschreiben und dann weiß man, also eigentlich geht es nur um 2 und 3 Punkte und dann ist auch schon wieder egal, wenn man was weiß. Häufig sind eben Wochenenden, wo wir 2 verschiedene Festivals parallel bespielen und dafür müssen wir jetzt eben entsprechend die ganzen Teile, die wir hier zusammen haben, die ganzen Putzlappen bis Toiletten, eben alles so aufteilen, dass jeder seine für sich, für seine Festivals dann eben entsprechend benötigten Materialien mitbekommt. Und dass eben der LKW dann für die große Tour gepackt werden kann und die Anhänger für die kleinere Tour mit den 20 Toiletten dann eben entsprechend bepackt werden kann. Im Rahmen eines Ideenwettbewerbs vergibt die Christian-Albrechts-Universität Kiel Preisgelder, um kleine Projekte zu fördern. 2013 gewinnt das Komposttoilettenkonzept der Goldeimer. Aufbauzeit ist beeindruckend. Also vor allem im Vergleich zu letztem Jahr. Da sind wir deutlich schneller und deutlich besser. Markus, Ole, Christian, Christoph. Im Fokus der Goldeimer GmbH stehen neben dem umweltfreundlichen Konzept vor allem die eigenen Mitarbeiter. Ja, dass sich einer darum kümmert, dass alle was Gutes zu essen haben und darüber dann zu einem schönen sozialen Event zu kommen, das ist richtig Mehrwert. Auf großen Festivals wie dem Hurricane in Schesel bieten die Goldeimer eine saubere Alternative zu den gängigen Chemietoiletten. Der Andrang ist groß. Mann, ich muss aufs Klo, das ist... Nein! Dicke Regenwolken türmen sich über dem Gelände. Im Mannschaftszelt wird noch einmal Energie getankt für den Abbau von insgesamt 60 selbst konstruierten Komposttoiletten, die demnächst auf anderen Festivals eingesetzt werden sollen. Die Zeit hat jetzt auch etwas an Kräften gezerrt und wir sind jetzt alle ein bisschen natürlich nicht mehr ganz so frisch. Aber wir kriegen das jetzt hin, sind ja auch schon etwas routiniert, einfach von der letzten Saison. Und ich bin da optimistisch, dass es jetzt gute Sachen wird. Im strömenden Regen geht es an die Demontage. Eine unangenehme Arbeit, die alle ohne Murren angehen. Frustrierend ist nur das Umfeld. Zurückgelassene Zelte, Campingstühle und Müll aller Art, soweit das Auge reicht. Ja, ganz normaler Wahnsinn nach dem Festival. Hinter uns Sodom und Gomorra, der Gipfel von Konsum und Müll und Verbrauch und Überfluss und Zerstörung und Rücksichtslosigkeit und wir sind halt mittendrin. Das ist halt krass hier, also so auch, weiß nicht, dass hier irgendwelche 18-, 19-jährigen Kiddies rumlaufen und einfach alles liegen lassen. Und eine halbe Stunde später kommen die ersten Leute und suchen halt noch einzelne Klopapierrollen hier wieder raus und nehmen das, verwerten das halt wieder, was andere irgendwie als Müll liegen lassen. Das ist schon ziemlich deprimierend teilweise. Aber doch selbst an den schlimmsten Anblick gewöhnt man sich. Weiß nicht, also letztes Jahr hat mich das noch ziemlich fertig gemacht. Dieses Jahr, irgendwann wird es halt zum normalen Bild. Und ja, ich glaube, solange die Leute nicht verstehen, was Sache ist oder man anfängt, irgendwelche Sanktionen auszusprechen, wird sich an dem Verhalten grundlegend nichts ändern. Also die Wertschätzung für Dinge und für Ressourcen. Doch die Goldeimer sind ein leuchtendes Beispiel dafür, dass es auch anders gehen kann. Ihre Komposttoiletten schonen Ressourcen, während andere sie gedankenlos verbrauchen. Die Goldeimer der 3. Generation sind zwar schneller abzubauen als die älteren, aber ein Kinderspiel ist es trotzdem nicht. Ja, bis das alles einfach runter ist, dauert es noch 1,5, aber bis das alles hier weg ist. Morgen ist es auf jeden Fall noch was. Ja, also bis morgen werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Die beiden Gründer von Pizza Innovation setzen ihre ganze Energie in ihr neues Handwerk. Es erfordert schon Übung, auf jeden Fall. Das sieht immer sehr einfach aus, wenn man das von außen betrachtet.
Aber es gibt kleine Kniffe und Tricks, die man sich erst aneignen muss, bis man dann quasi wirklich eine gute, qualitativ hochwertige Pizza backen kann. Wenn der Teig zu lange an der Luft liegt, dann trocknet er außen an und bekommt dann so eine Kruste. Das ist nicht so schön. Deswegen muss man nach Möglichkeit immer abdecken. Learning by doing ist die Devise. Dabei entdeckt jeder der beiden seine eigenen Kniffe. Das ist Learning by doing. Wenn man die ersten 3 Mal den Teig außen einen trockenen Rand hat, dann überlegt man sich eben was man drüber macht. Und wir haben uns jetzt hier für Handtücher entschieden. Funktioniert auch ganz gut. Eine kleine Pizza hat bei uns immer zwischen 160 und 180 Gramm. Es kommt eben ganz drauf an. Irgendwann entwickelt sich da ein ganz gutes Gefühl für. Momentan habe ich es ein bisschen verloren. 168 Gramm, das ist in Ordnung. Zauber, Zauber. Das ist ein Pizzateigling. Und mitunter kommt ihnen auch das strategische Denken ihres Studiums zugute. Was mir Spaß macht bei dem Ganzen zum Beispiel, ich meine, Kochen und mit Lebensmitteln vorgehen ist ja auch irgendwo ein bisschen eine methodische Vorgehensweise, ein bisschen analytisch. Und das trifft sich halt auch relativ gut mit dem, was ich studiert habe. Ich meine, das ist jetzt keine Ingenieurskunst an sich, aber man muss schon ein bisschen improvisieren und Problemlösungsmethoden entwickeln ab und zu. Und das finde ich sehr interessant, wie das halt ineinander hakt und wie ich davon Gebrauch machen kann. 2 Jahre haben sie gebraucht, um den ehemaligen Postbus in einen funktionierenden Pizzatruck umzubauen. Also wirtschaftlich kann das Unternehmen deswegen betrieben werden, weil wir die Arbeit nur verlagern. Man muss sich vorstellen, ein Restaurant muss ja auch seine Zutaten vorbereiten in der Küche. Wir bereiten die Hälfte unserer Zutaten in der Küche vor und das letztliche Backen der Pizza machen wir erst vor Ort. Das heißt, unsere Arbeit ist geteilt, aber wir haben nicht mehr Arbeit, vielleicht an manchen Stellen sogar weniger Arbeit, weil wir keine Service haben, keine Bedienung in der Form haben. Und das macht das Unternehmen dann wirtschaftlich und sehr rational auch. Und schon geht's zum nächsten Event. Zurück auf dem Ruinenfeld des Hurricane Festivals. Malte und sein Mitstreiter demontieren weiter ihre Komposttoiletten. Das Social-Business-Projekt Goldeimer wächst stetig. Aus der Idee, die am Küchentisch entstand, wurde im Mai 2014 eine GmbH. Die Startfinanzierung erfolgte durch Freunde und ein Crowdfunding, mit dem mehr als 10.000 € in die Kasse gespült wurden. Auch wenn alles locker zugeht, es ist ein dynamischer Betrieb, der sich weiterentwickeln muss. Denn auch auf diesem Geschäftsfeld gibt es Konkurrenz. Entwickelt ihr die eigentlich jedes Jahr weiter, die Toiletten? Also gibt's ja, das hier ist die Generation 2014, die 2013er, die ganz am Anfang, wo wir eben dieses Studentenprojekt gemacht haben. Das waren ja noch diese 2 Holztoiletten. Und eben dieses Jahr sind wir mit einem noch neueren System losgefahren, was natürlich beim Aufbau viel schneller geht und beim Abbau jetzt auch schneller gehen wird. Und das wird jetzt hoffentlich das letzte Mal sein, dass wir mit diesen Toiletten unterwegs sind. Und wir haben auch ganz viele Anfragen eben von Standorten, die es langfristig mieten wollen, zum Beispiel Klettergärten oder Kanuverleihe. Eben ja, Aktivitäten, Outdoor-Aktivitäten hauptsächlich oder auch Tierparks. Und da hoffen wir, dass wir nächstes Jahr diese Toiletten hier eben wirklich robust sind und quasi für die Ewigkeit gebaut sind, dass wir die dann dort eben langfristig vermieten können. Und dann einmal aufbauen, dann sehen die schier aus und können dann einfach dort stehen bleiben. Reich wird die Goldeimer Crew mit ihrem Social Business nicht. Aber es geht ihnen in erster Linie auch nicht ums Geld. Sie wollen ihre Idee verbreiten. Die Idee einer Kreislaufwirtschaft, in der Ressourcen wie die Nährstoffe aus Fäkalien weiter genutzt und nicht mit großem technischem Aufwand neutralisiert werden. Das wurde gut angenommen. Also Donnerstag war so ein bisschen der Tag der Pioniere. So, da sind dann die ersten so, ja, was ist denn das hier? Das Strohklo, Pipapo und was?
zahle doch kein Geld, um hier auf Klo zu gehen und so weiter und so fort. Und ab Freitagmorgen haben wir dann unsere Flatrates verkauft und ab Samstagmorgen standen die Leute Schlange. Also das ist eigentlich immer so das typische Bild. Aber wie viele Leute das jetzt letztlich waren, keine Ahnung. Also wir könnten mal in unseren Urintank gucken oder wie viele Tonnen wir jetzt tatsächlich voll haben. Dann könnte man das ja so ein bisschen auf statistische Werte runterbrechen, aber so genau weiß ich das nicht. Man sagt ja immer so, pro Toilettengang 200 bis 300, auch ab und an mal 400 Milliliter. Also, aber ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie voll der Tank ist. So, da habe ich noch keine Zeit für gehabt. Jeder Deutsche produziert rund 50 Kilogramm Kot pro Jahr. Diese rund 4 Millionen Tonnen könnten zu Humus kompostiert werden. Mit der Scheiße sind wir schon relativ weit. Also diese Kompostierungsprozesse, die sind ja alle aufgestellt. Was uns noch Probleme bereitet, ist eher der Urin. Dadurch, dass es halt in großen Mengen anfällt und einfach auch schwierig zu transportieren ist, lassen wir den im Moment noch abpumpen. Aber perspektivisch ist da natürlich auch eine ganze Menge an Nährstoffen drin enthalten, die wir auch eigentlich weiter verwenden wollen, die wir rausfiltern wollen und halt auch in den Kreislauf reintegrieren wollen. Und das schaffen wir jetzt im Moment noch nicht, da die Konzepte so weit zu spinnen, dass das klappt. Meine Idee ist ja eigentlich irgendwann eine Gärtnerei aufzumachen, wo wir halt wirklich Zierpflanzen drauf anbauen und die halt eben auch wieder verkaufen zum Beispiel. So, dann hast du halt wirklich den geschlossenen Kreislauf. Du sammelst die Scheiße, du baust was drauf an und das geht dann halt auch wieder raus. Und dann hast du für mich irgendwie eine sinnvolle Kette erschaffen. So eine Goldeimer-Gärtnerei ist, glaube ich, dann eher so die eigentliche Sache. Und, weil das hat für mich mehr mit Humusaufbau zu tun, als einfach nur ein Düngemittel, was man verstreut, zu tun. So, weil wir wollen ja eigentlich Humus aufbauen und nicht einfach nur Düngemittel verstreuen. Die modifizierten Mülltonnen aus Polen haben den Ansturm gut bewältigt. Jetzt müssen sie geleert werden, um für einen neuen Einsatz bereitzustehen. Denn der Festivalsommer ist noch lang. Während einige Crewmitglieder jetzt erstmal ein wenig Ruhe schöpfen wollen, hat Volker andere Pläne. Ich fahre direkt aufs nächste Festival, damit ich gar nicht erst rauskomme. Sonst ist man danach immer so. Wir sind jetzt hier 2 Wochen draußen gewesen, morgens aufstehen und man ist direkt draußen und das ist eigentlich ganz angenehm so. Das Ziel der Goldeimer ist groß. Die Toilette soll im Denken der Menschen als Lebensmittelpunkt und Ort der Wertschätzung verankert werden. Eine Aufgabe, die viel Ausdauer erfordert. Das Straschek Center for Entrepreneurship der Uni München erforscht und fördert die Entwicklung von unternehmerischen Persönlichkeiten und begleitet sie bis zur marktfähigen Innovation. Professor Dr. Gillig sitzt im Ausschuss und entscheidet, wer unterstützt wird. Bei uns ist es so, dass wir den Ansatz haben, dass wir möglichst viele Startups und möglichst viele innovative Menschen erstmal unterstützen möchten. Das bedeutet, dass unsere Türen offen stehen. Jeder kann erstmal zu einer Erstberatung kommen. Hier gibt es keine Eingangsvoraussetzungen. Jeder Student und jeder Alumni der Hochschule München kann einfach vorbeikommen. Dann gibt es natürlich Hausaufgaben und wenn man dann bei uns in das sogenannte Proto-Förderprogramm einsteigen möchte, dann haben wir natürlich gewisse Kriterien, die wir hier anlegen. Die Idee von Pizza Innovation musste zunächst auch erstmal durch die Prüfung. Am Anfang mussten wir selbstverständlich das SCE überzeugen davon, dass unsere Idee gut ist und dass wir dann auch den Mumm haben und die Langatmigkeit, das durchzuziehen. Und das war schon schwierig. Also die mussten uns ja nach 2 Terminen schon evaluieren und einschätzen, taugen diese Studenten auch, um wirklich was Eigenes zu starten oder reden die nur? Und da haben wir einfach immer gut vorgelegt, haben immer sehr gut präsentiert, sehr überzeugt und haben bewiesen, dass wir uns Dinge, die wir bis dahin noch nicht konnten, uns aneignen können, was wir dann auch getan haben. Zum Beispiel das Pizzahandwerk konnte niemand von uns und mittlerweile ist das überhaupt kein Thema mehr. Ganz wichtig ist es uns, dass die Personen, sprich entweder die Einzelpersonen, aber in den meisten Fällen die Teams, wirklich sehr überzeugt von ihrer Idee sind und wirklich so ein gewisses Glänzen in Augen haben. Das heißt, diese Idee wirklich in die Realität umsetzen wollen. Eine zweite Komponente ist sicherlich, dass die Kernkompetenzen, die notwendig sind, um diese Idee zumindest ein gutes Stück weit weiterzuentwickeln, im Team sein sollten. Und wir legen auch Wert darauf, dass die Idee auf jeden Fall auch einen gewissen
innovativen Ansatz verfolgt. Die Idee von Pizza Innovazione kommt bei den Kunden des Fraunhofer Instituts, die heute ein Start-up-Event an der Uni München haben, sehr gut an. Innovativ, was Neues und ich fand, das ist wirklich gut, dass man kriegt sofort frische Pizza. Also man muss ja nicht zum Restaurant gehen, sondern am Ort kriegt man frische Pizza. Ja, das fand ich gut. Ich weiß nicht, wie lange die daran gebaut haben. Aber jetzt, wo es läuft, als Kunde großartig. Die sind so flexibel, die können sich überall hinstellen, in kurzer Zeit aufgebaut. Ich hoffe, sie machen ein gutes Geschäft. Ich wünsche es ihnen. Was mich jetzt überrascht hat, das waren eben diese Einwegteller, die hier wirklich auf Pflanzenbasis sind. Das finde ich ganz spannend. Im Wintergarten des kleinen Vieh haben Salt & Silver ihren Verkaufsstand eingerichtet. Hier werden später die einzelnen Zutaten vor den Augen der Kunden zu verschiedenen Variationen von Ceviche zusammengefügt. Das Ambiente passt zum Lebensgefühl der beiden. Der Handwerker Metin Göller, der hat das hier gebaut. Diese Pergola, die hat er zusammen mit Phil geplant und wir haben dann mit Metin gesprochen, wie wir das hier so ungefähr grob bauen wollen. Und ja, hier so ein bisschen Dekokram und so weiter, ja, alles zusammen gemacht. Aber das sollte so ein bisschen, was heißt ein bisschen, es sollte handmade aussehen. Und so sieht es halt jetzt aus. Ja, bin stolz drauf auf jeden Fall. Nicht einmal ein halbes Jahr haben Jo und Cosi gebraucht, um sich als feste Größe im Szeneleben Hamburgs zu etablieren. Neben den erfolgreichen Themenabenden im kleinen Vieh versorgen sie inzwischen auch Firmen und andere Veranstaltungen. Obwohl sie in so kurzer Zeit schon viele Erfahrungen gesammelt haben, so ganz rund läuft es immer noch nicht. Das ist eigentlich mittlerweile Daily Business, ne? Jedes Mal fehlt irgendwas, was noch irgendwie nicht um die richtige Uhrzeit da ist und dann muss noch jemand losrennen oder so. Aber es wird immer weniger und immer unwichtigere Dinge. Bis auf heute fehlt die Kasse. So nach und nach findet sich dann doch noch alles an, auch die Kasse. Jetzt fehlen noch so ein paar Getränkemarken für die Leute, die das Menü bei uns kaufen. Müssen die weiterschicken an die Bar, damit sie da ihren Special Price bekommen. Und dazu müssen sie so kleine Kärtchen bekommen. Und die holt Jo jetzt gerade noch. Und dann sind wahrscheinlich schon die ersten Kunden da. Aber dank des schönen Wetters wird es heute ein bisschen entspannt, würde ich behaupten. Also sowohl bei diesen Koch-Actions als auch bei Interviews oder so. Wir erzählen ja sowieso eigentlich fast immer nur dasselbe. Und auch beim Kochen sind wir mittlerweile so selbstbewusst, weil wir gutes Feedback bekommen haben und auch gerade viele Peruaner oder Mexikaner, die unser Essen probiert haben, also die aus den Länderküchen, alle so meinten, ja, top Jungs, richtig authentisch. Boah. Das sollte nicht. Fuck. Geil ist nicht. Ist umgefallen. Steck's mal irgendwie richtig rein oder so. Ja, ja. Der sehr wechselhafte Hamburger Sommer wirft nicht nur Surfbretter um, er sorgt auch für schwankende Gastzahlen. Nach und nach füllt sich die Bar. Dennoch rechnen Jo und Cosi heute wegen Wind und kühlen Temperaturen mit wenig Andrang. Die richtige Menge Fisch bereitzuhalten, stellt die beiden immer wieder vor ein Problem. So, einmal nur Beilagen. Daran arbeiten wir jetzt ja schon, seit wir das erste Mal gemacht haben. Das Problem ist, man kann es nie so hundertprozentig genau vorhersagen, wie viel man braucht. Also der Ansturm, wenn das Wetter gut ist, wenn Sonne ist enorm. Dann steht hier eine Schlange irgendwie bis vor zur Theke. Ja. Und wenn es dann aber so wie heute ist, sehr wechselhaft und regnet, da kann es dann sein, dass man irgendwie 30 Kilo Fisch gekauft hat und es kommen halt 50 Leute, also 50 Bestellungen. So. Und
Deswegen, man muss es immer so ein bisschen nach Gefühl machen und wir machen es dann immer eher so, dass es ein bisschen weniger gibt und dass dann irgendwann alle ist, als dass wir was wegschmeißen müssen, weil wir nichts wegschmeißen wollen. Von dieser Art nachhaltigen Wirtschaftens könnte sich jeder Supermarkt eine Scheibe abschneiden. Unterstützt durch Simon versorgen Jo und Cosi die nicht abreißende Reihe Menschen, die Ceviche für 9,50 € kaufen möchten. Die Veröffentlichung ihres Buches hat Salt and Silver zum Durchbruch verholfen. Also seitdem das Buch draußen ist, ist eigentlich die Hölle los. Also kriegen da, weiß ich nicht, 30, 40 E-Mails am Tag, die wir beantworten müssen. Und ist auf jeden Fall eine Menge los. Und die Leute kommen hier explizit in den Laden und sagen, ja, wir haben euch hier und da gesehen, wir würden es gerne mal probieren. Wenn wir nicht da sind, kommen die Leute in den Laden und fragen, wo sind die Jungs und Salt and Silver, wir wollten was essen. Also über Aufmerksamkeit brauchen wir uns nicht beklagen auf jeden Fall. Verkäufe laufen auch derbe gut so. Wir haben jetzt nach 4 Wochen die Hälfte der Auflage verkauft. Gut. Ich mache jetzt nur noch Bestellungen, ja? Ja. Was darf denn sein? Ich hätte gern zweimal mit Garnelen. Zweimal mit Garnelen. Nach 2,5 Stunden sind alle Portionen verkauft. Es gibt 5 Fragen, die wir jedes Mal hören. Bei jedem Catering, jedem Event. Die Leute wollen immer wissen, wie die Öfen funktionieren. Ist das ein Steinofen? Wie viele Pizzen reinpassen? Wo ist der Stein in dem Ofen? Das kommt auch ganz oft. Der hängt an der Decke oben, ist ja klar. Und wie die Kühlschränke funktionieren. Also es sind eigentlich meist technischer Natur immer dieselben 3 Fragen. Gerd Hartmann und Benze Schörrisch sind hoch motiviert und haben viele Klippen gemeistert. Das positive Feedback ihrer Kunden gibt ihnen recht. Also ich denke, die größte Herausforderung ist die Organisation. Also Vorbereitung, man redet ja mit dem Kunden, man telefoniert mit ihm, schreibt E-Mails, man wechselt manchmal bis zu 20 E-Mails, bis alle Details geklärt sind. Man schaut sich den Ort an, man muss schauen, ob der Pizzatrag hinkommt. Dann muss man das Event selbst vorbereiten, sprich Teig machen, Vorbereitung treffen, in der Küche arbeiten, dann hinfahren. Und bis das alles, und das sind so viele Fehlerquellen, man kann ja irgendwas verpatzen, eine E-Mail, ein Angebot, irgendwas überlesen und dann ist es eben zu spät vor Ort. Und das ist, glaube ich, für mich die größte Herausforderung. Leon Fores ist der Dritte im Bunde der Start-Upper. Der studierte Ingenieur hat in jahrelanger Handarbeit den Bus betriebsfähig gemacht. Der große Vorteil an unserem Fahrzeugkonzept ist eben, dass wir unabhängig sind von externer Energie. Das heißt, wir können wirklich einen ganzen Tag lang pausenlos Pizza backen an ganz ungewöhnlichen Orten. Also am Baggersee, im Wald, vor dem Standesamt waren wir schon öfters jetzt, wo man einfach den Kunden alle Wünsche erfüllen kann, ohne dass man einen Starkstromanschluss braucht. Und das ist ein ganz großer Vorteil gegenüber anderen Catering-Anbietern oder anderen Foodtruck-Konzepten auch. Die Hoffnung, dass wir es doch hinkriegen, das waren dann immer die kleinen Fortschritte, wenn dann doch wieder was funktioniert hat. Und da sind aber immer dann wirklich Monate oder also lange Zeiträume vergangen, bis wir dann da diese kleinen Schritte weiter hatten. Und wir haben dann das Konzept so weit immer wieder umverändert, bis wir einfach dann die endgültige Lösung hatten. Der Tag heute war wirklich eine runde Sache, gute Produkte abgeliefert, Leute waren zufrieden. Es ging alles ziemlich schnell, wir haben sehr schnell Pizza gebacken heute und gab keine Probleme. Also runde Angelegenheit, würde ich sagen. Ebenfalls, also meine Beurteilung ist auch positiv. Den Gästen hat die Pizza sehr geschmeckt. Das ist für uns immer das Allerwichtigste. Und wir sind zuversichtlich, dass da vielleicht auch noch weitere Buchungen für ein anderes Catering dann entstanden sind heute. Und so machen sich Gerd Hartmann und Benze Schörrisch auf den Weg, um mit ihrem Pizzatruck den Rest der Republik zu erobern.